Der Kurs der Schokoladenherstelleraktie Hershey ist stark eingebrochen nach den letzten Quartalszahlen. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir werfen mal einen Blick auf die aktuelle Situation bei The Hershey Company. Ja, Hershey ist ein führender Schokoladenhersteller, also von globalen Süßwaren, der vor allem für seine Schokoladenprodukte bekannt ist, eben wie diese Hershey Reese's oder auch Kisses sowie KitKat. Und die haben ein relativ diversifiziertes Produktportfolio und setzen mittlerweile auch immer mehr auf ja, auch Snacks wie Kekse und eben salzige Chips und haben dann ja, einerseits einen direkten Vertrieb, aber auch ein Partnernetzwerk und vor allem eine starke Präsenz in Nordamerika. Und wir gucken uns heute mal das Unternehmen genauer an, wie die aktuelle Situation ist, ob sich da vielleicht auch ein Einstieg für langfristig orientierte Investor lohnen könnte. Also ich denke, die Hershey Kisses oder Reese's, beziehungsweise natürlich KitKat hat ja, der ein oder andere, beziehungsweise eigentlich KitKat vor allem jeder schon mal gesehen. Man hat natürlich auch ganz ja, exotische Snacks im Portfolio, die man jetzt bei uns nicht kennt, sowas wie zum Beispiel Jolly Rancher hier oder diese Shaq-Alicious. Also man ist in den USA eben ja schon sehr stark vertreten. Wir können auch hier mal einen Blick werfen auf die Marken, die man hier hat, also Twizzlers, Pretzels, Skinny Pop. Also ein breites Portfolio, Almond Joy, Lilly's. Einfach mal hier so ein ja, Blick auf das Portfolio. Also hier Nahrungsmittelhersteller sozusagen, beziehungsweise ja, Snacks in erster Linie. Ja, jetzt nachdem die Quartalszahlen rausgekommen sind, zuletzt hat der Kurs nochmal stark nachgegeben. Also wir sehen, wir kommen hier von den 270 US-Dollar wirklich extrem rasant runter, sind jetzt bei 170 US-Dollar angekommen, hatten hier eine lange Seitwärtsphase, die haben wir nach unten ja, verlassen. Also da ist jetzt auf jeden Fall Vorsicht geboten. Wir werden uns den Chart später noch anschauen, genau. Und dann werde ich euch auch ein paar so Hinweise geben auf die aktuelle Situation und wie ich mich da jetzt ja, akut verhalten würde. Werfen wir mal einen Blick auf den Qualitätscheck bei Hershey, bevor wir die Quartalszahlen anschauen. An sich ist es ja ein hochqualitatives Unternehmen. Hier Score 13 von 15 Punkten. Es gibt ja jetzt Punktabzug bei der Finanzverschuldung, bei der Performance des letzten Jahres, weil die natürlich schon sehr schwach war. Ich möchte noch einen Blick auf die aktuelle Bewertung werfen. Also auf Basis des Gewinns der letzten 3 Jahre sind wir wirklich stark unterbewertet mit 20% Unterbewertung. Aber auf Sicht eines Jahres sind wir knapp fair bewertet. Also wir sehen, der Gewinn ist jetzt hier rückläufig gewesen. Deswegen eben der Bewertungsunterschied hier, je nach ja, Zeitframe. Auf Basis des Umsatzes sieht es genau gleich aus. Also da sind wir auch ähnlich bewertet. Heißt, ich würde sagen, wir sind ungefähr fair bewertet. Vielleicht minimal unterbewertet bei dem Unternehmen und wir zahlen natürlich eine sehr starke Dividende, mittlerweile über 3%. Piotrowski F-Score sieht eigentlich auch gut aus mit 8 von 9 Punkten. Dividendenadel haben wir tatsächlich auch einen Score von 4 von 4 Punkten. Deswegen auch eigentlich relativ interessant für jeden, der auch auf Dividenden setzen möchte. Und demher sollte sich da auch für jeden ein Blick lohnen, dem die Ausschüttung jetzt schon wichtig ist. Und wir sehen natürlich, dass das Dividendenwachstum in den letzten Jahren auch sehr stark war. So, bevor wir jetzt zu den Quartalszahlen kommen, hier nochmal der Hinweis, gerne einen Daumen nach oben für das Video dalassen, wenn dir dieses Video gefallen hat und generell natürlich den Channel abonnieren, hilft natürlich auch mir weiter und ja, hilft dann auch, dass eben neue Leute hier den Kanal vorgeschlagen bekommen. Also danke auf jeden Fall an der Stelle. Schauen wir uns jetzt mal die Quartalszahlen an. Also ich versuche jetzt ein paar Gründe auch zu finden, warum ja, das Quartal wirklich schlecht war. Und der erste Grund, der hier selber geliefert wird von dem CEO, ist, dass natürlich die Kakaopreise weiterhin sehr hoch sind und ja, einfach ein schwieriges Konsumumfeld im Moment einen starken Einfluss aufs Ergebnis hat. Das hat jetzt eben die Michelle Buck gesagt. Das ist die CEO von der Hershey Company. Und ich denke, es ist auch nichts Neues. Also die Kakaopreise sind wirklich explodiert in den letzten Monaten und Jahren, obwohl in den letzten Wochen schon wieder ein bisschen was am Preis abgebaut wurde. Das Problem ist halt, dass Hershey schon auch langfristige Verträge hat und die müssen eben dann auch erneuert werden zu den aktuellen Preisen. Deswegen sind Preise, die langfristig hoch bleiben, natürlich wirklich schlecht für Hershey. Und also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber was natürlich ja, besonders wichtig ist, sind die Ergebnisse jetzt hier im dritten Quartal. Und wir sehen, die Consolidated Net Sales, also die Verkäufe,
sind um 1,4% rückläufig gewesen. Das ist schon mal ein sehr schlechtes Bild. Also wir haben rückläufige Ergebnisse. Das Net Income ist um sehr starke 12,7% eingebrochen. Also da sieht es auch schlecht aus. Rückläufiges Net Income, rückläufiges Ergebnis. Earnings per Share sind um 10% gefallen. Auch das sieht schlecht aus. Also wir haben Topline, Bottomline, beides stark rückläufige Ergebnisse. Das hat natürlich den Markt schon ein bisschen auf dem falschen Fuß auch erwischt. Man hatte zwar niedrige Erwartungen, aber dass dann doch so schwache Ergebnisse hier präsentiert werden, hat der Markt nicht erwartet. Was jetzt noch erschwerend hinzukommt, ist, dass hier der Financial Outlook für 2024 nochmal angepasst wurde. Also für 2024 hat man eigentlich 2% Wachstum erwartet, jetzt glaubt man aber, dass man gar nicht mehr wachsen wird. Earnings per Share Growth soll rückläufig sein und zwar nicht mehr wie zuvor gedacht, so zwischen -1 bis 3%, sondern jetzt sogar von -6 bis -9%. Und ja, also einerseits bei den Adjusted, aber auch bei den Reported soll es wirklich negativ aussehen. Und da hat man jetzt einfach nochmal den Ausblick zurückgenommen und nochmal schlechter gemacht. Also das ist natürlich sehr schlecht für das Unternehmen und beziehungsweise für die Aktie. Das verschreckt natürlich jetzt auch Investoren. Sehen wir jetzt auch nochmal hier, also im Vergleich zu 2023 mit 9,95 $, 59. Jetzt sind nur noch $9 bis 9,10 US-Cent erwartet worden. Also wir sind hier auf jeden Fall stark auf der Bremse, stehen stark auf der Bremse hier im Moment. Ja, anscheinend ist das Consumer-Umfeld wirklich sehr schwach jetzt hier in diesem Bereich. Hängt natürlich auch mit neuer Konkurrenz vielleicht zusammen. Habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen. Also mit Mr. Beast, der da auch seine eigene Schokolade rausgebracht hat. Das ist jetzt nicht gerade in diesem schon schwierigen Umfeld die beste Situation für Hershey, in der man sich da befinden könnte. Aber man erwartet ja eigentlich schon auch, dass so ein eingesessenes Unternehmen ein bisschen Konkurrenzdruck hier aushalten sollte. Hier sieht man auf jeden Fall nochmal das Net Income hier unten. Net Income per Share ist auf jeden Fall auch rückläufig gewesen im Vergleich zu den 3 Monaten im abgelaufenen Vorjahr. Und auch bei den 9 Months sehen wir, dass das Ergebnis hier im Net Income rückläufig war und die Cost of Sales sind gestiegen, obwohl die Verkäufe an sich zurückgegangen sind. Das ist natürlich jetzt auch weniger schön. Auch die Margen sind deutlich eingebrochen. Sehen wir hier unten, also Netmargin 14,9%. Im Vorjahr lag die noch bei 17,1%. Also deswegen leidet da eben auch das Ergebnis unterm Strich. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die wir langfristig so nicht sehen wollen. Aber das ist jetzt eben ein schlechtes Quartal gewesen. Der Kurs hat das natürlich jetzt auch wieder direkt respektiert. Und ja, also es ist jetzt eine interessante Situation, in der sich Hershey befindet. Es ist jetzt die Frage, schafft man es hier einen Turnaround hinzulegen oder ist es eine langfristige neue Entwicklung hier nach unten? Es wird sich noch zeigen. Also das hauptsächliche Problem ist im Moment einfach, dass die North America Salty Snacks, also die salzigen Chips und so weiter, wirklich extrem negatives Ergebnis hingelegt haben, nämlich hier mit 15,5%. Also das ist natürlich wirklich sehr schlecht und ja, das belastet jetzt eben einfach auch dieses Ergebnis. Ja, der Rest sehen wir jetzt hier eigentlich geht es noch einigermaßen. Also North America Confectionery, die waren sogar noch leicht positiv mit 0,8%, also die süßen Snacks. Aber international ebenfalls rückläufiges Ergebnis. Also das sind so die Gründe, die jetzt hier dazu geführt haben, dass auch der Kurs relativ stark runtergekommen ist. Ja, den Aktienkurs sehen wir jetzt nochmal hier, also auf Sicht der letzten 10 Jahre stehen jetzt hier nur noch ein Kursgewinn von 76,75% zu Buche. Also ja, jetzt keine wirklich starke Performance mehr. Die Dividende, die wurde aber trotzdem in diesem ganzen Zeitraum wirklich extrem gut gesteigert. Ich gehe jetzt tendenziell eher davon aus, dass die jetzt mal nur noch schwächer gesteigert wird aufgrund des schlechten Umfelds, in dem sich Hershey befindet. Wir haben eine Dividendenrendite von 3,21%, liegt auch über der Dividendenrendite der letzten 5 Jahre. Payout Ratio liegt jetzt knapp über 50%. Ja, man hat auch schon eine nette Kontinuität, also 25 Jahre zahlt man hier schon. Das ist ja schon eigentlich relativ gut. Ja, wenn wir die Analystenschätzungen anschauen, sehen wir hier, 11% sagen kaufen, 71% sagen hier halten und 18% raten zum Verkauf. Ja, wir können noch hier auf den Chartenblick werfen und da sehen wir jetzt auch, dass Hershey seit ungefähr Ende 2023 den Gesamtmarkt in den USA deutlich underperformt hat. Ja, also
praktisch schlechtere Performance jetzt hier seit dem Jahreswechsel und da hat der S&P 500 eben deutlich aufgeholt. Wir werfen jetzt einen Blick auf den Chart und ob das sich jetzt trotzdem ein Kauf lohnen könnte. Bevor wir dazu kommen, Finanzen Net Zero ist meiner Meinung nach der beste Aktienbroker, den es gibt. Du kannst echte Aktien handeln aus der Schweiz. Du kannst hier auch kostenlos Aktien kaufen und verkaufen und es ist auch ein perfekter Broker für Sparpläne. Also gerne mal den ersten Link in der Beschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar auschecken. Ja, wenn dir das zusagt, ist das natürlich für mich auch indirekt eine Unterstützung. Dankeschön auf jeden Fall. Also der langfristige Chart ist noch in Ordnung. Ich meine, es ist hier ein Monatsaufwärtstrend, aber wir sehen schon, dass wir hier aus diesem Trendkanal ausgebrochen sind nach unten, nach diesem ja doch relativ dynamischen Abverkauf der letzten Quartalszahlen. Wenn wir uns das kurzfristig anschauen auf Wochenbasis, sehen wir, dass wir jetzt auch unter dem 78,6er mittlerweile sind, relativ starke Bewegung nach unten gesehen haben. Hier sehen wir auch nochmal die Erwartungen, also die wurden hier bei den Earnings um minus 8% verfehlt, beim Revenue um minus 2,8%, also beide Erwartungen untertroffen. Und ja, also das ist schon auch eine Art Top-Bildung, die da einfach erfolgt ist jetzt. Nachdem wir diese Seitwärtsphase doch wirklich deutlich unterschritten haben, ist das ein echt schlechtes Zeichen. Also auf Tagesbasis sind wir nach unten gekommen, aus der Range raus, sind dann nochmal nach oben gelaufen, haben hier nochmal den Widerstand angetestet, hier um diese 180 US-Dollar und jetzt laufen wir rasant nach unten. Schlechtes Zeichen. Ich sage gleich mal, Hershey muss sich unbedingt sofort stabilisieren und zwar letzte Chance eigentlich jetzt bis 168. Wenn wir uns hier stabilisieren und direkt wieder hochlaufen, dann ist es alles noch im grünen Bereich. Auch wenn jetzt hier diese Bewegung und dieser Ausbruch nach unten aus dieser langen Seitwärtsphase wirklich ein sehr schlechtes Zeichen ist. Wenn wir jetzt noch tiefer kommen, dann haben wir die Chance, dass wir uns hier zwischen 140 und 160 in diesem Bereich stabilisieren. Aber dann schaut es einfach schon sehr schlecht aus von der Dynamik her. Dann gefällt mir das auch, das Chartbild nicht mehr. Also ich würde da jetzt tatsächlich die Finger weglassen. Also keine neuen Aktien hier mehr kaufen. Vielleicht sogar überlegen, ob man aussteigt. Also für mich aus so einer Metaller-Sicht natürlich schon immer noch spannendes Unternehmen, weil es ja auch eigentlich ein hochqualitatives Unternehmen ist. Aber charttechnisch ist da auf jeden Fall jetzt Vorsicht geboten. Erstmal Füße stillhalten, wirklich starke Bodenbildung abwarten. Ich denke, das Unternehmen ist auf Wochen und Monate nicht mehr interessant für einen Kauf. Wir müssen ja einfach schauen, ob sich da ja ein Einstieg einfach anbietet. Im Moment sind da absolut gar keine Anzeichen da, dass sich da ein Einstieg lohnen könnte. Frühestens im Moment über 185 US-Dollar, also da sind wir noch weit davon entfernt. Und ja, müssen wir jetzt eben abwarten, wie es da aussieht, wie die nächsten Quartale dann eben aussehen bei The Hershey Company, auch wenn die Dividende natürlich jetzt schon wirklich hoch ist mit 3,2%. P-Ratio haben wir jetzt hier ja, nur noch 20,6, also das ist auch sehr niedrig. Aber lass mich doch gerne mal wissen, was du von der Hershey Company hältst, wie du das Unternehmen so findest, ob das auch für dich vielleicht in Frage kommt, immer noch für ein langfristiges Investment oder vielleicht hast du die ja sogar schon im Depot. Ja, gerne mal deine Meinung in die Kommentare schreiben und wenn du dich jetzt noch interessierst für weitere Videos von mir und zwar zu meinen letzten Aktien, die ich vorgestellt habe, nämlich unbekannte Dividendenwerte, gerne auch dieses Video auschecken und vergiss den Daumen nach oben nicht dazulassen. Ich war heute ein bisschen erkältet leider, ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr, ich hoffe, man hört es nicht. Ja, aber wir sehen uns beim nächsten Mal, danke für die Aufmerksamkeit und ciao.